Halli, hallo, hallöchen. Wir haben hier noch ein Spiel offen, was ich endlich mal weiterspielen wollte. Auf Deutsch übersetzt, was bleibt von Edith Finch übrig? Die ganze Familie ist tot. Der lag wohl irgendwie so ein Fluch. Ja, über die Familie lag ein Fluch und alle sind auf seltsame Weise gestorben. Und wir sind die letzte der Finches, die quasi übrig geblieben ist. Und wir wollen jetzt mal herausfinden, warum das so ist. Hier sehen wir den Stammbaum, welche Geschichten wir quasi schon erlebt haben, wie wer ums Leben kam. Und ja, wir sehen hier Edith. Und wollen mal gucken, was uns noch so geschehen wird. Wir waren jetzt hier in einem Bunker von einem Walter. Der hat sich 30 Jahre lang hier drin versteckt. I'm sure my mom was trying to protect me. Ja, deine Mutter hat versucht, dich zu schützen, das stimmt. Und ja, jedenfalls ist er irgendwann mal raus aus seinem Bunker und wurde vom Zug überfahren. Aha. So, und ich muss jetzt hier irgendwie nach unten. Aber wie? Ich hoffe, das ist kein Bug. Weil ich muss hier raus. Wie war das denn eigentlich mit den Untertiteln? Ach stimmt, die wurden uns immer an gegebener Stelle eingeblendet. Mann, ist es lang her. Okay. Wir müssen hier rein. Hier runter, hier rein, irgendwie. Ich hoffe, es ist kein Bug. Weil das hatte ich zuerst geöffnet. Bevor ich ja quasi die Geschichte des Walter gestartet habe. Aber ich weiß, wir müssen da rein. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn es verbuggt wäre. Weil dann komme ich nicht weiter. Ah, hier. Früher schon seinen eigenen Strom erzeugt. Schau an. So, ich muss doch hier irgendwie weiterkommen. Ich muss da rein. Ah, nach unten muss ich. Komm, geh da rein. Gott sei Dank. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Ah, sieht schon cool aus, so ein Gewölbe hier. But if she never told me about an uncle under the house. Das ist schon komisch. Die Mutter hatte alle Geheimnisse der Familie vor mir verheimlicht. Schon witzig. Stellt euch mal vor, bei euch lebt einer unterm Haus und ihr wisst das nicht. I can only imagine what else she was hiding. Ja, was hat die Mom für uns noch alles I verheimlicht? don't want to make the same mistakes she made. Wir möchten nicht die gleichen Fehler machen, die sie gemacht hat. Ja, wer will das schon? Also wenn ich heute ein bisschen aus der Nase spreche, meine Nase ein bisschen zu, also entschuldigt mich. Ich muss auch öfters mal die Kehle befeuchten. Trying to bury something that's still alive. Wollte gerade sagen. Ganz schön dunkel. Mhm. Genau. Da ist der Onkel wohl raus und wurde ja direkt vom Zug überfahren. Eigentlich dumm.
Hört sich für mich nicht nach einem Fluch an. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Ja, das kann sein, wenn man ganz fest an was glaubt, dann kann das wahr werden. Walter bis 2005. Walter war jetzt genau der Großvater. Edie war die Urgroßoma. Gut. Na, dann schauen wir mal, was mit den anderen so passiert ist. Aber der Zug, der hatte dann auch keinen Erfolg. Irgendwie. Ja. Oh, da blinkt was. Was ist das? Okay. Na gut. Wo geht's weiter? Ah, hier. Düle. Da gab es wohl mal einen Sturm. Maybe it'd be better if all this just died with me. Mhm, okay. Warum sollten wir deshalb sterben? Das wäre doch viel interessanter. But I thought you should know about your family. Ja, das wäre doch interessanter, wenn wenigstens eine davon am Leben bleibt, die die Geschichte erzählen kann. Ach, hier, guck an. Smart Home. Bewegungsmelder. And the history you're a part of. Ja, was ist da? Ah, hier ist noch was, okay. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Och, so verloren fühle ich mich gar nicht. Es gibt ja immer noch was Interessantes zu entdecken. Hier ist so ein Tiki-Totem runtergefallen. Ist ein Steg, der kaputt ist? Ja, schauen wir hier hin. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ja, ist doch schön, wenn die Menschen an einen glauben. Lagerfeuer. Ja, richtig romantisch hier. Guckt euch das an. Da hinten kommen wir bestimmt auch noch hin. Das, was ich wirklich dem Spiel ankreiden muss, aber es ist wahrscheinlich bewusst so gemacht, man kann nicht rennen. Okay. Also wenn ich mal ranzoome, dann versuche ich zu rennen. Aber mit der Shift-Taste zoomt man einfach nur ran. Was das mit den Lichtern gefällt mir, das sollten wir bei uns auch mal einen Garten bauen. Das hat was. Liegestuhl, wunderschön. Also wenn es hell ist, ist es hier bestimmt richtig schön angenehm. Hier ist ein Boot. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Und hier geht es nach oben. Dann schauen wir doch erstmal nach oben. Ah, Moritz. Dieses Spiel heißt What Remains of Edith Finch. Es geht quasi um eine Familie, auf der wohl ein Fluch lastete. Die hat hier in diesem Haus gewohnt. Und jedes Familienmitglied, siehst du hier,
Ja, das habe ich gesehen. Das gucke ich mir dann morgen mal an. Gucken wir uns gemeinsam mal an, dann morgen. Ich sehe hier auf meinem Handy gar keinen Chat. Das ist nicht schön. Wieso sehe ich den hier auf dem Handy nicht? Na, okay. Jedenfalls geht es hier um eine Familie, die verflucht wurde. Und wir müssen herausfinden, ja, was da passiert ist. That history of imagination and stubbornness and madness. Wir sind die letzte der Finches. Und erforschen quasi, was hier los ist. Ja. Ich könnte eigentlich noch so ein paar Follower brauchen. Sieht man das gar nicht? Wieso sieht man denn die Follower gar nicht hier? Sowas. Na, okay. Wir schauen mal weiter. Also, wir sind jetzt hinter dem Haus. Wahrscheinlich scheint das dann hier weiterzugehen. Wieso soll das Spiel nicht so beliebt sein? Das hat relativ gute Bewertungen auf Steam. Okay, man kann nicht ballern. Ja, man muss rätseln. Hier unten weiß ich jetzt nicht, habe ich mich jetzt hier genügend umgeguckt, weil ich glaube, es geht hier hinten weiter. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Ja. Eins ist sicher, das ist der Tod. Finch is building a cemetery before starting the house? Kann ich hier? Ein Hochsitz. Wie komme ich denn dahin? Ja, okay. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Ah ja. Das ist ein Tierfriedhof. Auch nicht schlecht. Moritz, siehst du das Bild eigentlich ganz normal? Oder hast du irgendwo Balken? Ja, das stimmt. Auf Twitch hat man das sehr selten. Aber warum soll man nicht auch mal eine... Da kannst du mal sehen. Ich bin der Einzige, der das streamt. Also kannst du mal sehen. Ich bin ein Unikat auf Twitch. Aha. Ah, das Spiel ist auch schon ein bisschen älter. So. Jetzt wollen wir mal uns hier aufs Spiel konzentrieren. Das sind alles Tiere, die gestorben sind. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Da werde ich mal einen Screenshot von machen. Ach du Jemini. Sind aber viele Tiere gestorben. Derpy Junior. Burpy, Chirpy, Lurpy, Zirpy. Bailey. Bailey war ein Frosch? Ja. Warum nicht? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Okay, die Urgroßmutter hat den Familienfriedhof gestaltet. Okay. Das war Walter. Okay, der ist gestorben. Ja.
aus seinem Bunker raus vom Zug überfahren. Sven und Eddie. Ah ne, Edie. Edie war ja die Urgroßmutter. Die hat so ziemlich fast alle überlebt. Molly, genau, die hatte wahrscheinlich irgendwelche Beeren gegessen und hat dann fantasiert und ist, ja, gestorben. Calvin wollte ein also ein Astronaut werden und schaukelte an einem Baum. Ja, ist von der Schaukel runtergefallen, hat sich wahrscheinlich das Genick gebrochen. Okay. Da könnte ja die... Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Nein, aber da könnt ihr ja mal die anderen Streams angucken. Okay, das Haus, das haben sie irgendwann mitgenommen. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe noch nicht. You could see it poking out of the water at low tide. Wir gehen da jetzt noch nicht hin, sondern wir gehen erstmal zu dem Baumhaus. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Okay, die waren ziemlich streng. Muss ja erstmal nichts heißen. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Die Mom verlor 2 Brüder. Okay. Verlor sie wohl den Gregory und den Gus. Ich habe ja auch schon 2 Brüder verloren, okay. Milton. Gibt's hier noch was? Ne. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Tja, dann wäre es ja nicht schlecht, wenn wir mal weiter herausfinden würden, wie es den anderen so erging. So, es wird gespeichert. Das ist doch schon mal viel wert. Warum sehe ich auf meinem Handy den Chat nicht? Also, wenn ich nicht sofort antworte, ich sehe meinen Chat nicht auf dem Handy. So. But looking back on it now, Ja. Wenn du heute so zurückblickst, dann... if she told me there was going to be so much climbing, Gut, hier war ja das... I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ich wäre 22 Wochen schwanger nie gekommen. Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Oh, 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 oh.
Blechle. Schauen wir mal hier rüber. Ist hier noch was? Okay, jetzt müssen wir da hoch. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Meistens haben die Mütter mit den Vätern nicht Geheimnisse, Gemeinsamkeiten. So. Immer noch kein Follower dazugekommen. Na sowas. Wir lassen das Fenster, das Overlay jetzt mal da stehen. So, dann wollen wir mal reinschauen hier. Komm, mach auf die Hütte. They were both pretty intense. Ah, Jäger. Fotostudio. Ausgestopfte Tiere. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Okay, nächste Geschichte. Wir müssen Bilder machen. Endlich mal wieder fotografieren in dem Spiel. Das hat man ja lange nicht. Wie fokussiere ich denn scharf hier? Ja, das ist unscharf. Wie kann ich denn fokussieren? Hallo. Mit dem Hausrad nicht? Wie fokussiere ich? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist jetzt der... Nee, das geht auch nicht. Ich kann nicht am Mausrad drehen. Was ist denn das für ein Mist? Was ist denn los hier heute? Es muss doch... Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Ja, ich möchte gern fokussieren. Das muss ich mal probieren. Ah! Vor und zurück, okay. It's too early, Dad. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take Das some wird wohl pictures, die nächste okay? Geschichte. Just be careful. The camera's older than you are. Ah, fotografieren wir wieder analog hier, hä? Wo sind wir denn hier zu Hause? Wo ist es denn hin? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though.
muss ich denn Definitely jetzt? should not Ach, have drunk all hier. that coffee. Hold still while I take a picture of you. Hi, day! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, genau. Dawn war die Mutter. Die anderen waren alle schon gestorben. Gut, machen wir noch ein paar Fotos. Wo ist es denn hin? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish. How to build a fire. Opa Sven? Ah, hier, genau. Das war Ediths Mann. Unser Urgroßvater. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Natürlich gibt es interessantere Dinge. Hier so ein Kaffeebecher ist I bet if I could interessant. remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Oh, das hat man doch schon. Hier, die sind noch gut. Let's see. Gasflasche. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Was it? Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get Okay. a picture of you. Das Wetter wird ungemütlicher. Und es wird auch irgendwie Dad, unheimlicher. Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! Ja, irgendwie schon ein bisschen makaber. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Ich steuere Sorry, Don, jetzt just gotta reset the timer. den Opa, steuere ich jetzt. Komm, lauf. So. Und jetzt muss ich laufen. Okay. Komm, komm, komm. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh Mann. Okay, wieder 2 Tote. Auch kein Fluch, sondern einfach nur Dummheit. of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Also irgendwie sind die alle nicht durch irgendeinen Fluch gestorben, sondern einfach, ja, es waren unglückliche Umstände. Oh, hier, schau. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera.
I guess we're all afraid of something. Okay. Was haben wir denn hier noch? Wir gehen aber noch mal schnell hier nach hinten. Denn das habe ich noch nicht untersucht. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Okay, hier gibt es nichts mitzuholen. Ah, die Tür ist auch versiegelt, aber da wissen wir jetzt, wie wir hinkommen. Dann wollen wir mal. Was war das? Ein Foto? Okay. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Es hatten beide sehr viel verloren. Finch. Finch Control. Ach, das war hier. Mr. Astronaut. Okay. Dann wollen wir mal. Na, ich wollte nicht zurück. So, hier gibt es das nächste Geheimnis. Oh, hier guck mal, alles Pac-Mans auf dem Teppich. Nur in grün. Okay. Gregory, Dawn und Gus. Okay. Das war die Mutter und die Onkels, die guten Onkels. Dann schauen wir mal, was mit dem Gregory passiert war. Oh, hier. Bestimmt das Dach drauf gefallen. Ein Brief. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Okay. Nächste Geschichte. I think he saw things the rest of us don't. Gott, was geht denn hier ab? Ja. Ach so, wir sind der Frosch. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Na, wer war Sam gleich wieder? Ach so, okay. Ach so, Gregory ist nur 1 Jahr alt geworden. Okay, Sam ist wohl dann wahrscheinlich der Vater. Aber wer war jetzt die Frau? 68. Kann natürlich sein, dass das meine Mutter war. Okay, wir schauen mal weiter. I wonder what he saw. Ja, Entenfang. Ja, yay. Komm. It reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination.
Ist das abartig? Nein, wir ersäufen uns selbst. Ist klar. Oh Mann. Was ist das denn hier? Was ist das für ein Spiel? Ah. Den Wal können wir als Sprungbrett nehmen. Oh oh. Vermuten mal, wir müssen hier. Oh. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Ist klar. And I don't want Gregory to hear this. I wish you could have told us War klar. Wir ersäufen uns selbst. about the world he saw. Ah, der hatte doch einen Stömmel gezogen. Much I don't understand. About Gregory. Gott. About everything. Ja, wir müssen den Stöpsel ziehen. Wasn't your fault. Jawohl. I'm sure he's happy. Aha. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Okay. Ertrunken. Selbst ertrunken in der Badewanne. Deshalb ist er nur 1 Jahr geworden. Ja, deshalb sollte man seine Kinder auch nicht unbeaufsichtigt in der Wanne lassen. Okay, wie geht's mit den anderen weiter? Ich bin auf das Ende gespannt. Auf das Ende, was mit der Mutter und mit der Urgroßmutter, mit Edith passiert ist. So, hier sind wir jetzt an der verschlossenen Tür, die wir eben gesehen hatten. Gibt es hier noch Schönes? Kletterwand. Ich glaube, da müssen wir jetzt hoch. My mom moved up to the loft after her brothers died. Ja, das ist ganz vernünftig, erstmal auf den Dachboden zu ziehen, wenn die Brüder gestorben sind. Ah ja, das ist der Dachboden meiner Mom. Ja, hübsch. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Ja, stopp, ich will noch nicht da hoch. Toll, jetzt bin ich wieder unten. Hier rum. Wir sind da. Die Tür ist verschlossen. Gang nach hinten. Okay. Ja, ich vermute mal, da oben geht's weiter. Also nicht an die Stange. Oh, der hatte sogar einen Computer. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. 2 Söhne und 2 Brüder verloren. Das ist schon heftig. Alle nach meines Erachtens nicht durch einen Fluch, sondern einfach nur durch Dummheit. Okay.
Fenster, da She geht's spent a weiter. summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Kalkutta. Mein Dad war ein Inder. Sanjay, okay. Mhm. Naja, warum nicht? Gas haben wir noch nicht. Also wir wissen noch nicht, was mit Gas passiert ist. Mit Sven und mit Edie. Gut. Schauen wir My mal. mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Die Mom zog nach dem Schulabschluss nach Indien. Louis was Ja, born a year warum nicht? later. Louis wurde ein Jahr später geboren. Das war jetzt mein Bruder, ne? Ja. Okay. Dann schauen wir mal weiter. So ziemlich hoch hier. Aber am Strand gab es nicht viel zu sehen. Naja, ich denke mal, da komme ich noch hin. Jetzt bereue ich das schon, dass ich nicht am Strand gewesen war. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Dawn. I'm Louis. sure Edie was happy to have her back. Also, ich und meine Brüder, And to see kids in the house again. wir haben gegärtnert. Auch nicht schlecht. Dawn war ja die Mutter, bekanntlich. Also unsere Mom. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Hübsch. Hübsch hier oben. Aber was ist das? Da wartet noch was auf uns. Wahrscheinlich wartet da unser Tod. Ich bin gespannt. Dann schauen wir mal hier rein. And for a while, things were good. Almost normal. Sieht aus wie eine Schule. Homeschooling gab es damals schon. Nicht schlecht. Ja. Sie hat uns wahrscheinlich nicht nur Englisch beigebracht. But it didn't last. Aha. Das waren die Geschichten der Finches. Na, dann wollen wir sie mal zu Ende schreiben. The beginning of Hoppala. the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Okay, gehen wir erst hier hoch oder gehen wir erst in das Schloss? Ich glaube, hier höher. Okay, wir schauen uns das Schloss an. Nicht, dass wir mal wieder irgendwas verpassen. Ah, auch zu. Okay. Wie kommen wir in das Schloss rein? Ja, okay. Schauen wir noch mal kurz rum. Dann wollen wir mal in Erfahrung bringen, was mit dem Milton passiert ist. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Irgendwie unheimlich da hinten. Auf der Farbe ausgerutscht, okay. Ah, da gibt es auch noch ein Spiel, das heißt, glaub, irgendwas mit Swan. Black Swan. Das sieht so ähnlich aus hier. Da muss man in dem Spiel muss man irgendwie alles bunt malen. Painter in the family. Okay. Ich vermute mal, der ist irgendwie ausgerutscht.
sehen hier Farben. Eine wunderschöne Aussicht. Da ist er mit den Füßen drauf. Wahrscheinlich, ja, beim Malen gestorben. Na, dann schauen wir mal, was da passiert ist. Finch in The Magic Paintbrush. Der Zauberpinsel. Okay. Geht nichts weiter hier. Da muss doch was passieren. Halt. Dann weiter. Hat eine Tür gemalt, okay. Ist hinter die Tür gegangen. I was 4 when Milton disappeared. Ist durch die Tür gegangen. Wahrscheinlich dann hier. Hier Mom drauf. spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Hat sich dann wohl hier das Genick gebrochen. Was ist diese komische Tür? Nun dann. Ja, auch wieder ein dummer Zufall. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Okay, dann auf in luftige Höhen. Das Haus ist übrigens sehr, sehr cool. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. War jetzt schon der Louis gewesen. Oh. Der Bruder, okay. Tja, viel ist nicht mehr zu erkunden. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Gas haben wir noch nicht aufgedeckt. Haben wir irgendwas übersehen? Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Habe ich irgendjemanden vergessen? Schon echt bei die Vermutung, dass ich da unten jemanden vergessen habe. Wir gehen noch mal an den Strand, oder? Sollte ich noch mal? Komm, wir gehen noch mal an den Strand. Bevor ich hier irgendwas mache, was die Endsequenz einläutet, ich noch jemanden vergessen haben sollte, schauen wir lieber noch mal nach. Können wir uns die ganze tolle Szenerie noch mal anschauen. Ich habe so das Gefühl, dass ich jemanden vergessen habe. Hier geht es nicht weiter. Wir sind ja schnell wieder unten. Und dementsprechend wahrscheinlich auch sehr schnell wieder oben. Gehen wir einfach nochmal durch das Haus. Meistens habe ich immer das Glück, dass wenn ich so einen Ritt mache und nochmal eine Strecke laufe, dass man die zum Schluss eh nochmal laufen muss. Ich bin gespannt, wie das hier sein wird.
Aber ich kann noch zurückgehen. Das heißt, es könnte noch was offen sein. Hier ist übrigens die Schaukel von dem einen Bruder. Der ist geschaukelt und ja, ist dann hier die Klippen runter. Okay. Hier komme ich nicht zurück. Das heißt, scheint es am Strand auch nichts mehr zu geben, wenn ich hier nicht mehr zurück darf. Na gut, ich hoffe, wir haben da nichts verpasst. Oder komme ich hier runter? Nope. Na gut. Dann machen wir oben weiter. Lüfter sieht aber auch gefährlich aus. So ziemlich offen. Gut, ist ein Dachboden. Nein, 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 nein. Ich will nicht zurück. Vorwärts immer. Rückwärts nimmer. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Ah, hier ist ja noch was. Mensch. Da ist der Gus. Den habe ich noch vermisst. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Hochzeit, okay. Ah. Ich muss jetzt den Drachen steuern, okay. Was steht da denn jetzt? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Okay. Also der Vater hat uns nie geschlagen und Gus, ja, der hatte keinen Bock aufzuhören mit Lachen. But though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remember. Okay, der wollte irgendwie, hatte was gegen die Hochzeit. Er wollte keine Stiefmutter haben. So, noch irgendwas? Hallo? Hier. Ah, der Totem. Okay. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Der böse, böse Gus. Okay, jetzt wissen wir mal, was mit dem Totem passiert ist. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Die Gäste sind ins Zelt gestürmt. Und der Wind wurde immer stärker, okay. Tja. Das sind die Stühle, die hier in den Baum hingen. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Ah, hier unten ist noch was. Das müssen wir noch mitnehmen, okay. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Es zog ein Unwetter auf, okay. Niemand hat es beachtet.
wünschte, ich könnte, ja. Okay. Ah. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Okay. Dann wurde Gus She wohl. never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Dawn ist die Mutter. Die ist später gestorben. Edie ist später gestorben. Also, wir haben jetzt alle. Okay, es dreht sich um Louis, um die, also um meinen Bruder, meine Mutter Dawn und Edie, die Urgroßmutter. Dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, ja, wie die Geschichte ausgeht. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Ja, mit dem Sturm war aber halt auch ein dummer Zufall. Das war jetzt für mich, ja, es ist schon ein Fluch, dass alle durch dumme Zufälle umkommen. Kann man das Fluch nennen? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt sind wir up to date. Jetzt gehen wir eine Etage höher. Der Louis. Wie kommen wir jetzt da rein? Jetzt schauen wir uns mal hier nach hinten. Ja. Oh, ein Boot. Cool. Absolut cool gemacht. Also, nichts sagen. So vom Setting her. Schön. Schön, schön, schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Echt schön eingerichtet. Dafür das. Nein, ich will nicht zurück. Oh, Alter, ey. Eine Place Wonderland, natürlich. Ah, das ist also das Zockerzimmer. Aha, was haben wir denn hier? Okay. Legalize. Fraktale Kunst. Geht's hier raus? Okay, wir hören uns das die Geschichte an. Vermutlich müssen wir die nachspielen. Hat ein Diplom gehabt. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ironie des Schicksals. Hier, guck an, Zockerfraktion. Aber das nenne ich mal Zocken mit Aussicht. Richtig schön. Gefällt mir. Rückenschonend hier. Oh, da gab es sogar noch CDs. Ach, was war das früher noch für Zeiten? VHS-Kassetten, CDs. Wurde dann wieder Schnaps schwarz gebrannt. Okay, dann schauen wir mal, was denn mit dem Louis war. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation.
As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Okay. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. Ja, gut. In our sessions, I saw the same behavior. Schon schön monoton. His mind began to... Weiter? Geist? Wander. Achso. Ah, der Geist schweift umher, okay. Wie in einem Videospiel, okay. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. Ach, wahrscheinlich bin ich jetzt so abgelenkt von dem Spiel, dass ich mir die Hand schneide. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Es ist schon gut gemacht, muss ich sagen. So nebenbei abgelenkt hier mit einem Videospiel von einer Guillotine. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. Also das mit dem Fischen muss ich auch noch machen, ne? So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Ah. Das ist doch das Zelt, was... On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Also ein Tagträumer, der beim Arbeiten mit der Guillotine träumt. Das spielt sich alles wie ein Videospiel vor ihm ab. And songs for them to play. He talked about Die starting a Geschichte, die band. gerade erzählt wird, ist vom Psychiater des jungen Mann. And he was always humming something. Also man ist schon echt abgelenkt von dem Fische. Every day his Schlachten. imagination grew stronger. Muss man mal sagen. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the Was haben wir denn cheering begriffen? crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Er konnte tun, was immer er wollte. Okay, ja dann. Auf. He held an election for mayor. And he won. Okay.
Okay, in Gedanken wurden wir Bürgermeister. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Okay. Also er ist in Gedanken in Conquer seinem a city, eigenen then Spiel. immediately push on. Ich vermute mal, wir hauen uns hier die Hand ab und verbluten. St. Louis. He started drifting away from our reality. Komm. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even Ach so. as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Okay. Die Mutter hat uns angefleht, nach Haus zu kommen. Aber wir träumen und träumen und träumen. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Okay, jetzt dürfen wir noch eine Entscheidung treffen. Na komm, Fisch. The queen was on her own quest for Komm, wir wollen leuchtende Regenbögen. Hier rüber. Oh, Alter, ey. Ja, sinister ist klar. serpents. Na gut. He followed the sound of her Eine Silberharfe. Komm. silver harp. Ah, ich muss da drauf. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Wunderschön. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Na, jetzt ist die Guillotine schon gar nicht mehr zu sehen. Vermut mal, gleich ist es soweit. Es kommen auch immer mehr He Fische. was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Okay. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Gleich ist es soweit, habe ich das Gefühl. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Jo, wo sind wir denn jetzt gelandet? Im Hinterzimmer der Fabrik. Ja gut, so eine monotone Arbeit ist schon scheiße. I began to forget the world we know. Okay, er hat fantasiert. Eine Fischfabrik, lecker. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Okay, dann holt ihn die Realität wieder ein. He began to Gut, dass es despise hier the keinen man with a royal Geruchscomputer gibt. contempt. Okay, er hat sich selbst verschmäht. Alles klar.
Das ist er. Ja, und jetzt weiter, Kollege? Aha, wir fahren Richtung Licht. I still thought I could save him. Ja, da ist nichts mehr zu retten. Even Also, after he said he was being crowned schizophren king geworden. over all the lands of wonder. Aufgrund eintöniger Arbeit schizophren geworden. The palace would be packed with his companions. Ist aber echt klasse gemacht, muss ich mal so sagen. Das ist schön. Including Das the ist wise wunderschön. Catacomb that insisted on advising him. Eine Glückskatze, yay. Ich wollte schon immer mal eine Glückskatze besitzen. Ist schon geil Queen gemacht. waited, holding his crown. Ich kröne mich in meinen eigenen Gedanken zum König. Auf Bend geht's. down his head. Ja. Okay, da ist die Guillotine. Ah, dann bloß nicht den Kopf verlieren. Der hat sich selbst da drunter gestopft. Ah. Kopf hoch, wird schon schief gehen. Klack. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Okay. Also. Seine Arbeit war so eintönig, dass er sich selbst unter die Guillotine gelegt hat. Okay. Fehle nur noch ich. Ja dann. Dann schauen wir mal, was der Rest des Spiels für mich bereithält. Hier ist noch ein Exit. Na, gehen wir mal da raus. Schauen wir mal. Da habe ich hier noch was vergessen. Ging es hier weiter? Rechts ging es weiter. Schauen wir mal. Gut. Wir nähern uns dem Ende. My mom told me to start packing. Okay, die Mutter wollte weg nach Louis' Beerdigung. She waited until the day before we left to tell Edie. Okay. Also unsere Urgroßmutter hat es einen Tag vorher gesagt. Gut. Also, wo wären wir denn hier hingekommen? Auch nicht viel weiter. Also sind wir auf dem richtigen Weg hier. Ja, also einen Tag vor der Abreise der Urgroßmutter zu sagen, dass man I'm hier not sure abhaut. if she wanted to make it easier or harder. Schauen wir mal. Das rot blinkende Licht. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Wahrscheinlich hat die Mom das nicht ausgehalten. Okay. Klar, kann man. Coole Lampe. Kann man schon verstehen. Okay. My mom ended up leaving everything behind. Musste wohl dann doch ziemlich schnell gehen.
Und warum, das werden wir wohl jetzt noch herausfinden. What happened that night had been coming for a long time. Was hat er sich da angekündigt? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Maybe it should have come sooner. Ist doch auch mal gestorben. Na? Hey, jetzt geht's aber hoch hinaus hier. But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. Dann erzählen wir mal. Die letzte Nacht. Das war wohl mein Zimmer. Ja. Ich war ganz oben. Okay. Aber cool. So eine Dachgeschosswohnung hat schon was. Okay, dann schauen wir mal, was von uns übrig blieb. Auf geht's. Wir haben geschrieben. Sind wir vielleicht die Verrückte, die sich das alles nur ausgedacht hatte? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay. Die Mom wollte die Urgroßmutter zwingen zu gehen. Aber die hatte da irgendwie keinen Bock drauf. Und wir als Tochter, ja, wurden vor die Tür gesetzt, damit wir den Streit nicht mitbekommen. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Okay. Wir müssen in die Bibliothek. Ah, okay. Or that Edie had a key to it. Dann auf. Da liegen wohl die Antworten. Unsere Großmutter hat uns quasi hierher geführt. Und die Mom durfte nichts wissen davon. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Okay, wovor hat die Mutter Edith Angst has a gehabt? right to know these stories. My children are dead because of your stories. Okay. Ediths Geschichten haben den Kindern das Leben I think it's gekostet. best if Edith and I leave tonight. Okay, die Oma hat Geschichten erzählt und deshalb sind die anderen We'll have the nursing gestorben. home send a van for you in the morning. Okay? Oh je, will sie es doch ins Altersheim stecken. Na, jetzt bin ich gespannt, was da los war. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That In der night, Nacht, als ich the geboren tide wurde. went way, way out. In der Nacht, als ich das Wasser ganz weit ins Meer hinaus zurückgezogen hatte, okay. Ah, sind wir ja doch wieder am Strand. Ich wusste doch, hier muss man noch mal hin. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Mhm, Tsunami. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life.
Und wenn sich das Wasser zurückzieht, kommst du damit voller Wucht zurück. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Na, spitze. Also wir spielen jetzt als Edith als Urgroßmutter oder was? Turned around. Aha. Toll, das haben wir uns verlaufen. Schön. Schön, schön. Also Kinder, macht das niemals. Vor allem, wenn sich Wasser zurückzieht am Meer, sollte man schnellstens irgendwas Höhergelegenes suchen. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. Okay, sie hat jetzt irgendwelche Erinnerungen an früher. That night, a lot of things came back to me. Und das war an dem Abend, als ich geboren wurde, an dem Tag. Or maybe I came back to them. Na dann schauen wir mal. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich zu diesem roten, blinkenden Ding. I never saw Great Grandma Edie again. Okay. Ja, ist klar, dass es da morning, the enden van würde. came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Was hat die Oma zu verbergen? Dass sie da irgendwie ein Haus mitgeschliffen hatten, was dann da versunken wurde? A few years went by. War klar. Was hat es mit der Omi auf sich? Ah, okay, so darf ich wieder eingreifen. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Okay. Die wurde krank. She got better for a while, and then she didn't. Gut, dass ein Mensch krank wird, ist ja auch nicht so And then I selten. was alone. The last Finch left alive. Aber was mit der Oma passiert, mit der Until I found out Urgroßoma? about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Ja, das Leben ist zu kurz. Okay, dann wollen wir mal. This journal was supposed to be for you. Für mich war das bestimmt okay. But now I hope you'll never see it. I Ja, just soll want doch to mal meet wissen, you was da drin steht. and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, Wo sind wir denn hier überhaupt? things didn't work out that way. So ein Geburtskanal jetzt hier. Jetzt werden wir geboren oder was?
This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Okay. Woran ist Edith gestorben? Wahrscheinlich bei der Geburt gestorben. Und wir waren die ganze Zeit nicht Edith, sondern der Sohn. Aber was ist aus der Großmutter geworden? Die wurde ja nie wieder gesehen. Und abgeholt wurde sie auch nicht. So schnell kann es gehen. Jetzt sind wir schon am Ende. Komische Geschichte, aber die kleinen Geschichten waren insgesamt an und für sich eigentlich alle ziemlich cool. Wer wie gestorben ist. Und ja, jetzt ist zum Schluss zu erfahren. Wir haben gar nicht mit der Edith gespielt, sondern mit ihrem Sohn. Und wahrscheinlich sind wir bei der Geburt draufgegangen. Aber was war mit diesem Haus? Das hätte mich mal interessiert. Wie ging es da weiter? Ja, wahrscheinlich ist die Großmutter gestorben. Und die wird ertrunken sein, als sie das Haus besuchen wollte. Dann das Wasser zurückkam, weil sie hatte sich ja verlaufen. Die Mutter ist öfters krank geworden. Und wir sind wohl bei der Geburt, also die Edith ist wohl bei der Geburt des Protagonisten gestorben. So, jetzt lassen wir noch mal schnell die Credits durchlaufen. Vielleicht kommt hier noch was. Schon witzig, dass hier jeder Entwickler oder jeder, der mit am Spiel beteiligt war, so ein Kinderfoto damit beigegeben hat. So, What Remains of Edith Finch. Ja, jetzt wissen wir, was übrig blieb. Nämlich nur der Sohn, der das Erlebnis, dieses Spiel quasi als Hauptfigur durchspielt hatte. War ein Spiel, was schon länger bei mir auf der Liste stand, was ich aber irgendwie nie so richtig angegangen habe. Und bin ganz froh, dass wir uns die Geschichte mal angeschaut haben. Fünf Jahre. Der End. Sehr schön.
Aber hier müsste doch dann auch jetzt endlich mal ein Datum stehen. Komm, trag's doch mal ein. Ich hätte mal gewusst, wann ich quasi geboren wurde. Okay, na gut. Wir wiederholen die Geschichte nicht. Das soll es für heute mal gewesen sein. Und ja, dann mal schauen, was wir als nächstes so spielen. Vielleicht gibt es mal wieder ein günstiges, kurzes, knackiges Adventure. Und dann sehen wir uns hier auf Twitch wieder. Ansonsten bleibt gesund, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann spielen. Ciao, ciao.